Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Falls es irgendwelche Tools oder Hilfestellungen oder nützliche Seiten in der Vergangenheit gab, die den Shakes and Fidget Spieler das Leben einfacher machen sollte, habe ich die versucht, euch immer so schnell wie möglich zu zeigen und mitzuteilen, damit ihr auch davon profitieren könnt. Sei es jetzt in kürzlicher Vergangenheit erst der legendäre Dungeon Simulator gewesen, der euch das Leben berechnet, ob ihr noch einen Gegner schafft oder nicht. Oder sei es auch allgemein SF-Tools oder der Schmiedesimulator in der Vergangenheit. Oder zum Beispiel auch die Levelberechnungen, wie viel Statpunkte macht man bis zu dem und dem Level oder wie lange braucht man. Das sind ja alles so Seiten, die von der Community entwickelt worden sind, halt eben auch für die Community, um halt den Spielern das Leben so leicht wie möglich zu machen, wie gesagt. Und ich mache das Ganze dann auch noch publik, damit so viele Leute davon dann auch mitbekommen, wie es halt eben möglich ist. Und jetzt hat quasi jemand einen Pilzplaner entworfen für Low-Eco-Spieler, den Spielern das Leben leichter machen soll und die Planung etwas leichter fällt und man sich quasi die Kosten berechnen kann, wie viel man ungefähr im Jahr an Geld einsparen oder beziehungsweise einplanen sollte, wenn man mit einer bestimmten Anzahl an Pilze vorhat zu spielen. Und vielen wird der Name innerhalb der Szene schon was sagen. Er hatte jetzt auch kürzlich mit YouTube angefangen, und zwar ist das der Raid-Boss Nuno. Der hatte hier einen Low-Eco-Pilzplaner, jetzt explizit für Serverstart EU5 erstellt, und man kann das Ganze aber auch auf alle möglichen anderen Serverstarts ummünzen, beziehungsweise man kann halt auch ganz easy einfach, man muss nicht unbedingt ein Serverstart sein, es kann auch eine ganz normale Berechnung sein, mit wie viel Pilzen man einplant zu spielen und was man dann auch einplanen muss, dementsprechend an Geld sich beiseite zu legen. Und da hatte er hier eine kleine Liste erstellt, die man auch über einen Download-Link downloaden kann und sich da quasi gleich die Zahlen draus berechnen, wenn man mit bestimmten Vorgaben quasi spielt. Und dazu findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. Er hatte dazu auch ein detailliertes Video gemacht. Da müsst ihr auf jeden Fall unbedingt mal vorbeischauen. Lasst ihn gerne ein Like da und einen Kommentar. Und dann seht ihr da auf jeden Fall auch sehr gut und ausführlich erklärt, wie die ganze Liste funktioniert. Wir gucken mal nur ganz kurz rein, um einen ersten Überblick zu uns zu erschaffen. Ich hatte jetzt den Nuno nicht explizit gefragt, aber ich denke mal, oder ich hoffe mal, dass es in Ordnung geht, dass wir hier ein bisschen Werbung auf jeden Fall für machen, damit da auch mehr Leute eventuell darauf aufmerksam werden. Ne? Kosten. Bier in der Taverne habe ich schon ausgefüllt. Ihr müsst ja 10 Bier für Pilze trinken, bekommt aber bei der ersten Quest immer ein Gratispilz, sind also in der Summe 9 Pilze am Tag. Genau, jetzt geht er hier halt eben auf die täglichen Pilzkosten drauf ein. Das wird dann halt auch automatisch hochgerechnet auf den Monat, und dann kann man sich halt eben schon zusammenrechnen, was man ungefähr im Monat an Summe an Pilzen ausgeben muss. Schon automatisch ausgerechnet, auf 30 Tage sind 270 Pilze. Greifendrache sind in 14 Tagen 25 Pilze, sind also 1,8 am Tag, sind 54 im Monat. Arena-Kämpfe lasse ich erstmal weg, werde ich erstmal Free-to-Play spielen, genauso die Pet-Kämpfe, nur Glücksrad werde ich 13. So, was halt jetzt ganz cool ist, du kannst halt jetzt hier eingeben, wie oft du was am Tag machst, wie viele Pilze du brauchst, und dann rechnet er dir automatisch hier schon zusammen, was du halt im Monat an Pilze einplanen musst und wie hoch sich das denn auf das Jahr summiert. Da gucken wir jetzt mal gleich rein. Pilze am Tag ausgeben. So, da seht ihr, er hat jetzt hier mit 13 Pilzen gerechnet, die er am Tag braucht. So, erklärt auch nochmal gleich, warum jetzt gerade diese Zahl 13. Rechnet das dann auf den Monat hoch und dann halt eben auch automatisch aufs Jahr, und das ist halt super, super hilfreich. Seht ihr auch schon, macht ihr dann direkt auf 390 im Monat. Warum 13 Pilze? Ihr habt ja 20 Spins. Ein davon ist gratis, sind 19 Pilze, und dann habt ihr eine Chance von 1 zu 10, dass ihr Pilze bekommt. 3 Stück. Bei 20 Spins sind das im Schnitt 2 mal 6 Pilze. 19 minus 6 sind 13, also Genau, und so kommt dann halt eben auf die Summe 13, womit das Ganze hier berechnet worden ist. Und das ist halt echt cool gemacht. Wenn ihr euch das ganze Video anschauen wollt, dann checkt auf jeden Fall den Link unten in der Videobeschreibung ab.
Ist auf jeden Fall sehr, sehr informativ. Und hier bei ihm in der Videobeschreibung kommt ihr hier auch zur Google-Tabelle, ja, die ich jetzt hier auch habe, beziehungsweise er in seinem Video zeigt. Das Einzige ist, dass man über diese Google-Seite jetzt nicht explizit hier auch die Nummern eintragen kann. Da habe ich so in den Kommentaren schon erlesen können, da ist er auf jeden Fall schon eventuell dabei, irgendwas sich einfallen zu lassen. Aber über die anderen Formate, über die OpenOffice oder über die Excel-Tabelle sollte das möglich sein, falls ihr über sowas verfügen solltet. Ne? Geht hier auf jeden Fall drauf ein und dann kann man sich hier gleich zusammenrechnen, was man halt hier auch eben an Kosten für einen Serverstart hat, beziehungsweise was man eben auch an Pilzen pro Jahr einplanen muss und rechnet auch gleich den Geldbetrag aus. Also jetzt auch gerade im Zuge des EU5 Serverstarts, wer da vorhat, sag ich mal, mit einer bestimmten Summe X im Monat zu spielen, kann sich hier halt perfekt drauf einstellen und gucken, was man halt eben braucht für einen gewissen Playstyle. Hier auf der anderen Seite hat man auch die tatsächlichen Ausgaben, ne? Also das sind ja hier nur die man sich so einplant und was man halt hier auch wirklich dann am Ende des Tages dann ausgegeben hat, kann man hier tatsächlich dann auch eintragen und lässt sich das dann auch ausrechnen. Und das ist auf jeden Fall eine echt coole Sache. Deswegen wollte ich da auf jeden Fall meinen Supporter in die Richtung aussprechen, denn alles, was so an nützlichen Tools und Hilfestellungen für die Community nützlich sein könnte, da möchte ich auch weiterhin in Zukunft gerne darauf aufmerksam machen, wenn da jeder auf jeden Fall dann auch einen Mehrwert hat. Deswegen Grüße gehen raus da an der Stelle an den Raidboss Nunu, der sich da die Mühe gemacht hat und so eine Seite bzw. so ein Tool mit zu entwickeln, um halt eben euch das Leben auch leichter zu machen. Und ich denke mal, da ja auch sehr viele Nicht-Pilzer bzw. es sind ja nicht alle Hardcore-Shroomer in der Community, das ist ja wirklich nur ein sehr kleiner Bruchteil von den Leuten, die so krass reinpilzen, dass ja fast alles egal ist so. Ne? Die meisten von euch sind halt eben auch Low-Eco-Shroomer, das heißt, das sind dann Leute, die die nötigsten Sachen bezahlen, die zwar Pilzer sind, aber halt eben nur das machen, was halt eben nötig ist, was halt die meisten, 2,2 Milliarden, ne, ein saftiger Crit gewesen. Das ist, glaube ich, fast mein bester Try tatsächlich gegen den Monster Truck. Also, ne, die halt eben auf das Notwendigste wirklich drauf achten. Ne? Also 320 Alu, ne, dass halt eben die 11 Biere am Tag getrunken werden und halt eben das 50er Mount die ganze Zeit abgedeckt ist und somit halt eben, das Bestmögliche aus den Pilzen rausgeholt wird und das ist halt eben in Kombination mit der Abenteuerlust das 50er Mount und das kann man halt eben sehr schwer nur Free-to-Play erreichen. Es ist nicht unmöglich, aber man kann es nur sehr schwer erreichen. Deswegen geben die meisten im Monat vielleicht so 10, 20 Euro im Schnitt aus oder so, um halt eben sich das Nötigste leisten zu können. Und das ist halt eben auch das Wichtigste und das ist halt eben die Abenteuerlust. Ne? Bevor ich gesponsert worden bin, hatte ich lange Zeit auch diesen Playstyle gehabt, nur ich hatte noch das Glücksrad dann noch zusätzlich, was halt eben man auch in der Berechnung gesehen hat, schon einiges mehr an Pilzkosten verursacht und dahingehend sich da schon der erste große Unterschied bezahlt bzw. breit macht, wer spielt das Nötigste und wer spielt dann noch plus obendrauf das Glücksrad, jeden Tag seine 20 Spins, falls er nicht die Zeit haben sollte und hier jeden Tag irgendwie, was weiß ich, wie viele Lucky Coins farmt oder das aus bestimmten Gründen nicht möglich ist, weil er vielleicht in Regionen wohnt, wo nicht so viele Werbungen geschaltet werden, dementsprechend die Flimmerkisten eher rar wie der ägyptische Sonnengott gesät sind und deswegen man halt eben kaum Flimmerkisten bekommen kann. Ne, das ist ja auch eine Möglichkeit und deswegen hier halt eben reinpilzen muss. Das ist aber auf jeden Fall schon eben was nicht nötig ist. Auf jeden Fall. Ne, also nötig ist ja gar nicht so, aber hier macht sich schon wirklich der erste Unterschied bemerkbar. Wer halt eben bereit ist, mehr ins Spiel zu investieren und wer halt eben nur auf das Allernötigste geht und da unterscheiden sich halt auch schon viele Leute und den Playstyle hatte ich halt vorher gehabt, dass ich halt eben 320 Alu gespielt habe, 50er Mount, Glücksrad, jeden Tag 20 Spins
Und dann halt eben zu Events, wie jetzt zum Beispiel den Legendary Dungeon, weil da sind natürlich die Pilzkosten auch sehr hoch gegangen, weil das auch ein sehr teures Event an sich ist. Hatte ich dann mal hier und da mal nebenbei auch mal ein bisschen mehr aufgeladen, aber ansonsten hat sich da an meinem Playstyle eigentlich gar nichts verändert. Dungeon Tries habe ich nur Free Tries gemacht, also war ich im Grunde ja vorher eigentlich auch ein Low-Eco-Spieler in Shakes and Fidget, der im Jahr hochgerechnet vielleicht so, ja, weiß ich nicht, auch so seine 200 € oder sowas ausgegeben hat und das aufs Jahr gerechnet, kommst du halt super, super easy über die Runden. Wie gesagt, seitdem Legendary Dungeon und sowas mit ins Spiel gekommen ist, ist das Ganze ein bisschen schwieriger geworden, aber selbst dann darf man sich halt von von solchen Sachen halt nicht unbedingt reinbaiten lassen, seines Dungeon Tries oder Legendary Dungeon, Elevator oder halt eben vielleicht auch das Glücksrad, ne? Aber das sind halt eben alles so eine Faktoren, die das Spiel halt eben ein bisschen teurer machen, als es eigentlich sein müsste, denn wie gesagt, am weitesten kommt ihr, wenn ihr halt wirklich über lange Zeit spielt und halt eben nur das Nötigste macht und das halt eben 320 Alu 50er Mount, dann kommt ihr da nachher später zumindest, am Anfang vielleicht noch nicht, am Anfang habt ihr wirklich das Problem, da habt ihr halt viele Sachen, die ihr wo ihr reinpilzen müsstet, beziehungsweise mehr Pilze braucht. Das ist zum Beispiel der Arena Manager, wo ihr halt eben, wenn ihr ein bisschen schneller vorankommen wollt und nicht Jahre dran sitzen wollt, braucht ihr auf jeden Fall den Toilettenboost und da braucht ihr einen Doppelboost drauf. Das sind schon mal ein paar Pilze, die wegkommen. Das Gildenpad muss ausgebaut werden. Ihr wollt vielleicht auch Top-Tränke haben, wollt dann da ein bisschen blättern und das sind dann mehrere Faktoren, die dann schon ein bisschen den Pilzkonsum ein bisschen erhöhen und ja, dann macht sich das natürlich dann auch schon dementsprechend bemerkbar, ne? Aber ansonsten, wie gesagt, ist halt eben viel Ausdauer das Wichtigste nach wie vor in dem Game und ja, dass ihr da eure Alu mit dem 50er Mount macht, ne? Dann kommt ihr schon, sag ich mal, so mit, ja, weiß ich nicht, 10 bis 20 € im Monat hin, wenn ihr wirklich nur das macht. Ne? Wenn ein Glücksrad schon, wird schon wieder teurer. Ne? Aber das Ganze könnt ihr euch halt ausberechnen mit dem Tool. Und ja, das Video zu dem ganzen Tool ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne vorbei und eventuell hilft das dem einen oder anderen weiter. Das war es soweit von mir. Schöne Grüße an Raidboss hier an der Stelle. Ich hoffe mal, das ging in Ordnung, das Hinweisen darauf. Und ja. Vielleicht sollte ich nächstes Mal vorher fragen, aber ich denke mal schon. Ne? Guti, das war's soweit. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielleicht hat es den einen oder anderen weitergeholfen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.